Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich habe mich in den letzten paar Tagen so ein bisschen mit diesem ganzen Thema DDoS und Sündflut und Eckflut und was weiß ich was für Flut und was es halt eben nicht alles für eine Flut gibt. Eine Rheinflut, eine Ruhrflut, aber auch so eine DDoS-Flut mal so ein bisschen mit beschäftigt und habe dafür einfach mal ein bisschen Theorie für euch vorbereitet. Ich zeige euch natürlich gleich alles, was wir für Regeln haben, wie man die Regeln einstellt, wo ihr alle Informationen findet, zeige ich euch. Aber vorher einmal so ein bisschen Theorie, weil das ist nämlich ziemlich wichtig, ne, wie man einfach mal so eine DDoS versteht. Also hier oben erst einmal der konstruktive Aufbau. Wir kommen von links ganz normal aus dem Internet, von da kommen halt eben vielleicht die Bösewichte und landen hier bei mir ganz normal auf meinem Draytech-Modem. An dieser Stelle hier, ne, deswegen zeichne ich das extra ein, an dieser Stelle hier kommen vielleicht Anfragen von außen natürlich zu mir rein an meinem Modem. An meinem Modem kann ich sowieso gar nichts machen, da werden die Pakete quasi einfach nur ausgepackt, ne, und werden halt eben intern an meinen Router weitergeleitet. Für dich zum Beispiel auch, wenn du nur eine Fritzbox hast oder irgendwie sowas, ja, da drin ist ein Modem und das Modem gibt das weiter an die interne Schnittstelle des Routers sozusagen bei der Fritzbox. Das heißt, die Pakete, egal was wir tun, bis zu dieser Stelle kommen alle Pakete und wenn dich einer zubombt, das ist ganz wichtig, wenn dich irgendeiner zubomben sollte, kommen die Pakete bis da an. In meinem Falle jetzt hier am Modem, ja, auch da kommen die Pakete auf jeden Fall an und wir sind jetzt ja hier, ne, wir machen dann mit dem Mikrotik-Router, kommen die Pakete auch auf dem Mikrotik-Router an. Deswegen hier oben die lilane Zeile, das ist im Endeffekt nur für euch mal der Kommunikationsverlauf. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt einen Port 80 offen und 443, vielleicht für einen Nginx Reverse Proxy oder irgendwas ähnliches, wo irgendwie hier ganz normal ja mein Webserver steht. So. Ganz wichtig, eigentlich kannst du dieses Video ausschalten, wenn du gedenkst, ach ja, ich will gar nicht von außen irgendwelche Ports bei mir öffnen, dann kannst du quasi dieses Video ausschalten, denn vor einer Flut, zum Beispiel einer UDP-Flut, die einfach hier reingeschwappt kommt über dein Modem, kannst du dich sowieso nicht schützen, das müsste eigentlich dein Provider machen. Du kannst da nichts machen. Wenn du zugeflutet wirst, wirst du zugeflutet. Das ist alles. Das Einzige, worüber wir hier reden, ist das Handling. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Webserver hier habe, ne, wo auf Port 80 für Nginx, für Zertifikate und so, Port 80 brauche ich nicht unbedingt, aber 443 auf jeden Fall für HTTPS, landet das hier ganz normal auf meinem Mikrotik-Router. TCP, ne, ganz wichtig, TCP-UDP-Unterschied, es ist also sozusagen wirklich eine Stateful Communication mit TCP, aber da kann ich mich so ein bisschen schützen, wenn irgendwelche unsachgemäßen Sachen irgendwie auf mich zupraddeln. Router OS selber, beziehungsweise Mikrotik, hat sogar bei sich auf der Wikipedia-Seite dazu so ein, ja, wie soll ich sagen, einen Eintrag gemacht, wo ja zwei Beispiele so ein bisschen drinstehen, wo was abgefangen wird. Ich zeige euch jetzt gleich 5, 6, 7, 8 verschiedene Sachen, was man so ein bisschen abfangen kann und das Ganze auch im Router OS sich anzeigen lassen kann. Das hier ist ein Beispiel. Ganz wichtig, der wichtigste Flag, wenn ihr Router OS sitzen haben solltet, ne, oder benutzen solltet, ist dieses Flag hier unter IP Settings Set. Ich zeige es euch mal eben schnell. IP Settings und dann gibt es hier ganz normal den Punkt TCP Syn Cookies. Ne, dass ihr diesen bitte aktiviert, weil das ist echt der wichtigste Punkt und das schützt euch im Endeffekt schon mal vor der ersten Sündflut, weil, so steht es nämlich auch wahrscheinlich hier beschrieben, das passiert, ich habe es extra mal auf Deutsch übersetzt, also nicht wundern, wenn ihr auf die Seite geht und das ist Englisch. Es steht nämlich hier drin, wenn geantwortet wird, hängt das Router OS so einen kleinen kryptografischen Hash dran. Und wenn man dann nochmal eine Antwort bekommt vom Client und dann da dieser kryptische Hash nicht drin ist, sagt erstmal ganz normal das Router OS bumm. Also ihr müsst gar nicht viel einstellen, erstmal um eine Sündflut, sozusagen euch von der Sündflut zu schützen, denn Router OS antwortet erstmal auf ein Paket und wenn das nicht zurückkommt, dann geht's nicht. Aber wäre es nicht geil, wenn wir auch teilweise einfach Pakete annehmen und anhand von diesen Informationen, die nur beim ersten Mal reinkommen, vielleicht uns schon mal so ein bisschen, ja, nicht schützen können, aber zumindest darauf handeln können. Und dafür habe ich eine richtig gute Internetseite gefunden, die ich euch ans Herzen lege und auch hier unten mit in das Video rein poste. Denn hier wird nochmal alles das, was ich euch jetzt quasi jetzt nochmal vorgaukel und erzähle und sonst was, nochmal technisch nochmal ein bisschen geiler und richtig gut geschrieben. Das ist richtig gut geschrieben hier. Erklärt, was da alles bei abläuft und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt's, hier wird nochmal alles erklärt von wegen IP-Tables, die Chains und so weiter. Aber es gibt hier auch gerade für Linux nochmal ein paar Hinweise. Ich gehe jetzt extra mal zu den IP-Tables durch. Gibt es einfach für IP-Tables, IP-Tables ist das gleiche, was wir hier im Router OS machen im Endeffekt, gibt es immer Beispiele,
was man machen kann. Und unten drunter gibt es immer eine Erklärung, was es macht. Ganz wichtig, ihr müsst natürlich für euren Use Case das Ganze immer so ein bisschen bedenken. Okay, alles klar, was ist das Richtige und so weiter. Aber davon habe ich mir natürlich auch einfach mal das Beste rausgesucht, was für mich vielleicht, hier ist nur ein Videobeispiel, das Richtige sein könnte. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Einmal noch zur Erklärung, worüber wir das jetzt machen. Das ist hier die Kiste. Hier kommt ganz normal mein Internet an. Da sind wir jetzt auch drauf. Das ist der ganz normale Hex S. Das schwarze Kabel hier ist einfach nur die Verbindung zu meinem PC. Das heißt, hier kommt ganz normal Internet an und liegt auch wirklich, da liegt meine öffentliche IP-Adresse von meinem Internet an. Und das gucken wir uns jetzt einfach hier auf meinem Router OS an. Ich zeige es euch, auch unter Addresses. Ich weiß, IP-Leak, hier seht ihr jetzt, ich habe hier eine ganz normale öffentliche IP-Adresse anliegen an meinem DSL-Interface, ganz normale PPPoE-Einwahl. Das heißt also auch ganz einfach und fresh, wir sehen hier, Internet liegt volle Pulle an. Das heißt, jegliches Paket, was irgendwie nur ankommt, landet auf dieser Kiste. So, und damit landen wir jetzt automatisch einfach mal bei unseren Firewall-Regeln. Als allererste Regel, ich gehe jetzt mal so ein bisschen sukzessive mit euch durch. Als allererste Regel ist wohl schon mal ganz klar, ich nehme irgendwie zumindest mal alle Pakete an, die hier unten stets established oder related sind. Also Pakete nehme ich an, die meinem Router bekannt sind. Das heißt natürlich nichts anderes als, wenn ich mit meinem PC jetzt ins Internet gehe, baue ich ja auch irgendwelche Sessions auf. Und das heißt, wenn da eine Rückantwort kommt, also established oder eben related, gehe ich hier einfach hin und sage ganz normal accept. Also Verbindungen, die ich von mir selber initiiert habe, akzeptiere ich. Das ist erstmal, damit das Internet ganz normal funktioniert. Zur Erklärung für euch, hier rechts, das ist eigentlich so die ziemlich interessante Zahl, weil es ist auch eine Live-Zahl, ne? Kann man halt eben sehen, wie viele Pakete und wie viel Traffic im Endeffekt diese einzelnen Regeln durchgeboxt haben. So, erste Regel, haben wir gerade gesagt, uninteressant. Zweite Regel, invalide Pakete. Das ist schon mal das Wichtigste überhaupt, dass wir überhaupt Pakete erstmal immer ablehnen, die irgendwie nicht richtig sind, ne? Die irgendwie falsch sind. Und das gucken wir uns mal eben schnell an und hier ist nichts anderes drin. Also, Input, ich weiß, man könnte es auch bei IP-Tables, könnte man die Regeln nicht hier in der Filter-Rule, sondern hier vorne schon im Mangle oder im RAW beherbergen, aber Router OS kann es leider nicht. Deswegen muss ich es hier unter den Filter-Rules machen. Ist halt eben leider so. Also wieder rein. Input, Chain ist Input, also Pakete, die quasi reinkommen, die quasi an meinem Interface gerade ankommen. Und an welchem Interface? An dem DSL-Interface. Und dann natürlich Pakete, die ganz normal getaggt sind, erstmal als invalid. Ne, ihr kennt das selber, die DDoSer schmeißen euch einfach mit irgendwelchen Informationen voll und dann sind das irgendwelche invaliden Pakete, weil die euch einfach voll schmeißen. Und mehr passiert hier nicht, einfach nur invalide Pakete werden einfach gedroppt. Und ich kann euch sagen, um das Szenario einfach mal schöner zu haben. Guckt mal da ganz oben, da steht ein Tag, 16 Stunden, 4 Minuten, 37 Sekunden. So lange steht die Kiste jetzt gerade hier und lauscht einfach auf irgendwelche Anfragen, wo gar nichts läuft. Ne? Und guckt mal, es sind einfach 21.885 Anfragen, wo einfach irgendwelche TCP-invaliden Pakete ankommen. Ne, ich mache mit dem Ding nichts. Dahinter läuft kein Webservice oder sonst was. Dahinter läuft, ihr seht es in der letzten Zeile, eigentlich nur ein Tarpit. Ne, und trotzdem kommen diese Pakete einfach auf der Kiste an, die ich erstmal verwerfe. Ne, da kam schon wieder ein Paket. Guck mal, jetzt sind wir schon bei 888. Also es wird immer mehr. So. Ihr müsst immer daran denken, das ist natürlich für Leute wichtig, die wirklich hier, wir haben es ja schon, irgendwie was selber hosten, die irgendwie ein Bitwarden oder was auch immer selber hosten. Ne? Und da kommen wir jetzt ja hinzu. Wir müssen jetzt ja die Spreu vom Weizen trennen. Gute Anfragen versus Scheißanfragen. Ne? Das ist halt eben das große Problem. Gut, dann gehen wir weiter. Dann geht's hier darum, ich habe es auch immer überschrieben, neue TCP-SYN-Pakete, die invalid sind. Lasst uns reingucken. Also, es kommt irgendwas rein, was TCP ist über meine DSL-Leitung und unten im Connection State, seht ihr das? Ja, seht ihr, sind halt eben irgendwelche neuen Pakete. Erstmal gar nicht schlimm. Aber da unten steht das, unten TCP-Flags, die vielleicht nicht SYN sind. Für die, die es vielleicht wissen, das wird auch wie gesagt, ne, ich erzähle euch hier nicht irgendwas, das findet ihr hier alles wieder. Black New Packets that are not SYN. Das findet ihr hier alles wieder, ne, um Gottes Willen. Also, das sind Pakete, die neu sind, die reinkommen, ist erstmal in Ordnung. Die erstmal in Ordnung sind. Aber wenn ein Paket neu ist und es kommt mit einem, deswegen ist hier dieses Ausrufezeichen, es ist ein Nicht-SYN-Paket. Eine TCP-Verbindung wird immer aufgebaut mit Hallo, ich bin neu, hier ist mein SYN-Paket. So, was wir jetzt hier abfangen ist, Hallo, ich bin neu, ich bin aber kein SYN-Paket.
da läuft irgendwas verkehrt. Und das fangen wir einfach mit dieser Regel hier ab, dass irgendwelche neuen Pakete kommen, die der Router noch nicht kennt und dann halt eben sagt, ich bin irgendwie ein FIN-Paket oder irgendwie ein ACK-Paket oder sonst was. Auch das, ja, böse Sachen im Internet oder Sachen im Internet, die einfach nur irgendwelche Informationen herauskriegen wollen, machen auch sowas. Und damit wird einfach nichts weiter gesagt, wieder unter Action, ganz normal, Drop. Weg mit dem Scheiß. Ne? Also reinkommen, TCP, DSL, neue Pakete, die nicht Syn sind, da steht, werden einfach weggeschmissen. Auch da seht ihr wieder 7200 Pakete. Ne, hier oben, guck mal hier, gerade eben waren es noch 888, da ist gerade auch wieder eine hochgeflitzt. Da guckt 41, 42. Da seht ihr einfach mal, was da für scheiß Daten ankommt teilweise. Ne? Und das kommt aus dem normalen Internet, das ist eine normale DSL-Leitung. Ne? Also nichts Besonderes. Ne? Gut. Jetzt wird es ein bisschen, ich will nicht sagen komplizierter, aber blockungültige MSS-Werte, da seht ihr schon, da ist nicht viel. Das ein einziges Paket mal irgendwie durchgeplöppt oder sowas, was der auch immer aufgenommen hat. Da ist das Einzige, dass wir halt einfach gucken. Da gibt es eine Vorgabe, kann ich gar nicht selber erklären so wirklich. Es ist halt eben der MSS-Wert, ist ja sowas wie die Paketgröße. Und alles, was nicht, ganz wichtig, alles, was nicht 536 ist bis 5535, ne, was glaube ich der maximale Stack ist für ein Paket irgendwie, wird halt eben weggeworfen. Also im Endeffekt alles, was kleiner ist als 536, wird halt eben weggeschmissen oder was größer ist als 65.535, wird halt eben als, ja, nicht richtig erachtet und wird halt eben ganz normal weggeschmissen. Also ist irgendein Paket, was ich vielleicht fluten will oder sonst was und nicht schön ist und natürlich ein neues Paket ist, kommt halt eben einfach komplett weg. So, das ist auch ganz cool. Zu viele Verbindungen. Da muss man natürlich jetzt so ein bisschen wieder justrieren im Endeffekt. Es gibt natürlich auch Angreifer, die gute Verbindungen natürlich simulieren können. Und das ist das Ganze hier. Wir gehen einmal durch. Was reinkommt, TCP-Verbindung über meine DSL-Internetleitung. Unter Advanced haben wir nichts und unter Extra steht einfach alles klar. Connection Limit. Was steht denn hier als Connection Limit? Also wir haben hier einfach nur gar nichts, gar nichts, gar nichts. Das heißt einfach nur irgendwelche TCP-Verbindungen, die zu viel werden. Also 30 Verbindungen von einer IP-Adresse. Und warum von einer IP-Adresse? Weil hier steht eine /32. Das definiert sozusagen ein Netzwerk oder das Netzwerk. Und wie wir uns im Netzwerk auskennen, /32 ist quasi eine einzige IP-Adresse. Das heißt, auf eine reinkommende IP-Adresse dürfen hier 30 Sessions aufgebaut werden. Wie gesagt, das kommt auf eure Applikation an, was ihr hier hinter betreibt. Ich mache es nochmal auf, in dem Fall ein Webserver. Ne, wenn ihr da irgendwelche Dienste habt, die TCP mit viele Sessions und so weiter, kann das natürlich sein, dass die Zahl hier falsch ist. Wie gesagt, das muss man einfach austaxieren und einfach sehen, ja, wenn ein Angreifer kommt, wie kann ich ihn vielleicht so ein bisschen, oder wenn Angriffe kommen sollten irgendwann, wie kann ich ihn vielleicht so ein bisschen dämpfen. Dass ihr euch zuballert auf euer Modem, könnt ihr sowieso nicht verhindern. Habe ich ja eben schon gesagt. Euer Modem wird sowieso die Datenpakete annehmen und an einen Router weiterschicken. Ist halt völlig normal. Aber die Frage ist immer, was kann man dahinter machen? Und hier habe ich einfach definiert, alles klar, eine Connection Limit von maximal 30. Alles andere, was halt zu 30 kommt, wird halt eben erstmal gedroppt. Wird halt eben erstmal gesagt, komm, einfach weg damit. Man könnte auch noch im Endeffekt, das sagen manche, man könnte ja sagen, man sagt nicht Drop bei solchen, sondern man sagt, es könnte ja auch ein Gutmütiger sein, der halt eben irgendwie ankommt, dann wird es nicht weggeworfen, dann sagt man einfach, okay, es ist ein Reject mit einem TCP-Reset-Flag. Dann antwortet euer Router darauf, hör mal, ja, danke, aber sind mir zu viele Verbindungen, ich resette das Ganze. Kann auch wiederum schlecht für euch sein, aber wenn man diese Regel einfach mal als gutmütig ansieht, dann kann man halt eben sagen, es ist vielleicht besser, einen Reject zu machen, aber ansonsten würde ich erstmal gnadenlos sagen, Drop, weg damit. Denn Drop verbraucht rein theoretisch auf der CPU am wenigsten Kraft, dann kommt das Paket einfach weg und wird einfach gekillt. Ne? Deswegen machen wir diese Verbindung hier. Ganz, 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 ganz interessante Sache ist definitiv diese Sport-Scans-Regel. Und da muss ich RouterOS einfach mal ein großes Lob rausdrücken, denn das funktioniert nämlich hier ziemlich geil und das ist nämlich einfach integriert sozusagen, also auf Port-Scans blocken. Also man hat hier auch nur eine Input-Regel, TCP, DSL, kommt wieder über meine DSL-Leitung rein, Advanced gar nichts und dann gibt es hier ein PSD, Port Scan Detection Feld. Das macht man hier einfach auf unter Extra und da kann man dann eine sogenannte Threshold definieren für und eine Gewichtung für Low Ports und für High Ports. Also Low Ports sozusagen von Port 0 bzw. von Port 1 bis Port 1024 und ab 1024 bis 65.535 oder sowas sind halt eben so die sogenannten High Ports. Und immer wenn hier ein Port Scan kommt, geht halt eben RouterOS hin und trackt mit.
und trackt so weit mit, dass er, wenn jetzt ein Portscan kommt, auf Port 500, sage ich jetzt mal, oder lasst uns bei Port 80 bleiben oder was auch immer, dann bekommt dieser Zugriff einen Wert zugeteilt, namens eine Gewichtung 10. Und kommt jetzt innerhalb der nächsten 3 Sekunden, deswegen steht hier die Delay Threshold, irgendwie noch ein weiterer Portscan auf Port 81, auf Port, was weiß ich, 443, was auch ein Low-Port ist, bekommt die Source-IP-Adresse eine weitere Gewichtung, ne, zugeteilt. Das heißt ganz normal hier irgendwie 10 plus 10 macht schon mal 20. Und wenn wir dieses Threshold einfach erreichen, dann heißt das, ey, der Kollege macht jetzt gerade schon innerhalb von 3 Sekunden den nächsten Portscan auf mich. Hier ist irgendwie Feierabend. Ich will das Ganze nicht mehr mit dir. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das Ganze möchte ich euch nicht mehr live zeigen. Da suche ich jetzt mal eben die Webseite raus, die ich letztens hatte. Und dann zeige ich euch das, wie geil das funktioniert. So, ich bin vorbereitet. Hier haben wir es jetzt. Aktuell sagen wir ja im Endeffekt, 2 Low-Ports dürfen maximal innerhalb von 3 Sekunden irgendwie geprüft werden. Ich schraube das jetzt extra mal, damit wir einfach mal was haben, schraube ich das jetzt einfach mal auf 40 hoch, sodass wir wenigstens etwas an Ports irgendwie, ja, Ports scannen lassen. Also wir dürften im Endeffekt ungefähr 4 Ports pro alle 3 Sekunden irgendwie dürften wir jetzt irgendwie scannen. High-Port haben wir jetzt sozusagen erstmal nicht. Die Regel lassen wir jetzt einfach mal hier drin. Ich starte jetzt einfach mal, achten wir hier drauf, 51 Pakete hatten wir jetzt zuletzt, 51 Pakete, und ich starte jetzt einfach mal auf irgendeiner Webseite hier, ne, mit der IP-Adresse von mir, einfach mal einen Scan. So, und jetzt gucken wir einfach mal, was wir rauskriegen. So, wir haben Antworten gekriegt. Wir haben Antworten gekriegt, der SSH-Port ist offen, der HTTP-Port ist offen. Ja, ist auch, weil ich habe hier gleich noch eine Tarpit-Regel. Und guck mal hier, Pakete, 106. Wir hatten gerade eben mal aber was, richtig was. Ja, leider können wir jetzt die rückwirkenden Statistiken nicht sehen, aber ich kann das Ganze ja einfach vielleicht nochmal machen. Also, ich bin kein Robot. Scannen, machen wir nochmal. Na, er scannt, er scannt, er scannt. Guck mal, diesmal war es auch Port 25, also er blockiert auf jeden Fall. Da seht ihr schon die blauen Pfeile hier oder die blauen Striche da ganz klein und wir stehen bei 162 Pakete. Das heißt, das ging ihm zu schnell. Er lässt noch so gewisse Port-Scans durch, weil ich sage ja nicht, es ist verboten. Ich sage nur, Hardcore-Port-Scans volle Pulle sind verboten. Ich habe nicht gesagt, du darfst keine Port-Scans machen. Ich habe nur gesagt, du darfst mich nicht fluten. Und das macht ganz normal diese Regel. Und wenn wir jetzt diese Regel einfach mal wieder auf 20 vielleicht runterstellen, vermute ich doch jetzt einfach mal ganz stark, dass wir bei weitem nicht mehr hier noch Port 80 und 443 kriegen, sondern wir werden wahrscheinlich weniger kriegen, weil der viel früher zumacht. Weil der viel früher zumacht auf dem Port-Scan. Also nochmal, scannen. Ja, scannt er noch? Es lädt, oder? Na, ja doch, guck mal. Jetzt hat er nur Port 80 als Antwort gekriegt, weil er jetzt viel früher die Port-Scans einfach mal zugemacht hat. Der hat einfach viel früher gesagt, wisst ihr was? Feierabend, Freunde. Jetzt könnte ich das noch weiter runterdrücken und einfach mal sagen, nur 10 maximal. Oder ich mach mal 11. Ja, 11 wird wahrscheinlich nichts bringen. Ja, werden wir sehen. Ich einfach mal versuchen. Mach mal 11 und mach das Ganze einfach nochmal. Mal gucken, was er dann kriegt. Ja, er lädt noch, er lädt noch. Jetzt. Er kriegt wieder die Antwort von Port 80. Okay, ist halt eben ein bisschen Zufall. Aber damit kann man das Ganze halt eben so ein bisschen schmälern. Und wenn ich das Ganze jetzt wahrscheinlich einmal, jetzt machen wir einmal die ganz andere Sache, einfach mal ganz aufbohre und sage, okay, ich erlaube so ein paar Port-Scans, mache ich jetzt nochmal den Scan, Port-Scan. Da seht ihr schon, kriege ich direkt Antworten, alle möglichen Ports sind offen oder sonst was. Ja, na klar. Ich habe euch ja gesagt, die Ports sind offen. Die landen hier bei mir gerade in der nächsten Zeile in einem Tarpit. Da komme ich jetzt zu. Aber ich habe jetzt ja gesagt, er darf so viele Port-Scans pro Sekunde machen. Also das da ist schon mal ziemlich, ziemlich geil. Also wirklich ziemlich, ziemlich geil. So, letzter Punkt, den ich hier einfach gemacht habe. Ich habe ja hier gar nichts laufen, sondern ich habe einfach gesagt, ja, ich mache einfach mal Port 20, 21, 80, 443 und so weiter einfach mal auf, ne, um einfach einen sogenannten Tarpit, wie nennt sich das? Einen Teerteppich, eine Teergrube, nennt sich das, aufzumachen. Das kann nämlich Router OS von alleine, um einfach zu sagen, ja, komm mal mit deinem Port 80 hier hin, und dann geht im Endeffekt das Router OS hin, nimmt die Anfrage an und sagt, Dankeschön, jetzt halte ich deine Verbindung fest. Das ist halt für solche Botnetze, die irgendwie auch Portscans machen und so, ganz, ganz interessant, dass die halt festgehalten werden. Und die warten jetzt quasi, wenn so eine SSH-Verbindung kommt, wartet der jetzt quasi auf, ja, wann kommt denn endlich der Login-Prompt? Wann kommt denn jetzt endlich der Login-Prompt? Und der kommt halt eben nie. Ne? Aber die Verbindung wurde halt eben angenommen. Das macht eben einen Tarpit. Habe ich aber irgendwann mal ein Video hier drüber gemacht. Müsst ihr bei mir gucken auf dem Kanal. Auch hier sieht man natürlich, da kommt einiges an. Ne? 5726 Pakete und sonst was wurde halt eben angenommen, und da passiert was. Wir sind noch nicht ganz am Ende, sondern ich habe nämlich noch 2 Regeln, die eigentlich ganz cool und interessant sind. Ich habe nämlich hier mal auf dem RAW-Device einfach mal ICMP erlaubt, aber ein Flut nicht erlaubt. Das heißt, hier hinten sieht man jetzt, ich gehe mal hier hinten rein, das ist nichts anderes, als hier vorne steht, Pre-Routing ICMP DSL. Sonst gibt es hier nichts, aber es gibt hier einfach ein Limit. Und auch
auch hier wieder gibt es ein negiertes Limit. Und ich sage hier, alles, was nicht ein Ping pro Sekunde ist, also mehr als ein Ping, ist verboten. Das heißt, ich habe immer noch die Möglichkeit, mich ganz normal hier in meinem schönen CMD-Fenster, ich mache es mal auf, so, Ping, einfach mal mich hier ganz normal anzupingen. Die Möglichkeit habe ich. Kommt aber mehr als ein Ping pro Sekunde. Ich mache mal noch ein weiteres Fenster auf. Vielleicht können wir das dann irgendwie simulieren. Ich gucke gerade mal, ob ich das einfach mal von diesem Fenster hier aus mache. So, ich mache hier nochmal Ping, IP-Adresse einfügen. Funktioniert ja soweit. Aber wenn ich jetzt ein "-f" mache, jetzt müssen wir mal auf die Statistiken achten. Achtet mal hier hinten auf die Statistiken jetzt gleich. Wo ist mein Fenster? Hier, mit dem F macht man ja ein Flut im Endeffekt. Gebe ich jetzt mal ein bisschen Gas. Da, seht ihr schon? Da kommen jetzt 39 Pakete, Tralala Pakete. Und bei einem "-f" hier auf Linux bedeutet immer ein Punkt, das ICMP-Paket kommt nicht an. Das kommt nicht an. Das bedeuten hier die Punkte. Ich kann die Regel hier einfach mal deaktivieren. Mal nochmal mein Flut hier aufmachen. So, da seht ihr schon, es kommen keine Punkte mehr. Jetzt werden die Pakete auch durchgelassen. Und jetzt aktiviere ich meine Regel wieder. Sag wieder Go. Macht das Fenster wieder auf und ihr seht, die Punkte laufen. Jeder Punkt heißt, es wird abgelehnt. Ne, und das schützt mich einfach immer noch davor, dass ich eine ICMP-Flut bekomme. Aber für Troubleshooting-Zwecke kann ich mich ganz normal selber anpingen, um zu überprüfen, lebt meine Internetverbindung. Ich nehme zumindest einen Ping pro Sekunde an. Sagen wir mal so rum. Vielleicht kann man das auch einfach mal auf vielleicht 10 Sekunden pro Minute. Ich drücke mal auf Apply. Mal gucken, was dann passiert. Ja, okay. Jetzt passiert halt eben nur ein Ping pro Minute, wird nur angenommen. 60, lass mich mal überlegen. Wir versuchen einfach mal was. Tüftelei. Ich sage jetzt mal 30 pro Minute. Mal gucken, was dann passiert. So, jetzt kommen ein paar Pakete, ein paar Pings durch. Jetzt geht schon wieder einer flöten. Da seht ihr. Sequence, nur jede zweite Ping kommt irgendwie jetzt gerade durch. Da seht ihr das. 11, 13, 15, 17. Also man kann schon schicke Sachen mit diesen ganzen Regeln machen und das Ganze mit diesem RootOS, mit diesem ganzen Limiting ist halt eben echt toll. So, als letzte Regel und quasi zum Abschluss von diesem ganzen Thema, ich habe euch jetzt echt 20 Minuten voll gelabert, aber es ist einfach ein super spannendes Thema und das ist auch echt hier nur der Anfang von dem ganzen Zeug, habe ich überlegt gehabt, ja, was kann ich denn gegen UDP so wirklich machen? Problem ist, UDP ist immer so ein bisschen schwierig, wir haben hier Discord und Telefonie und was nicht alles, das sind meistens immer UDP-Pakete, wo wir wirklich viele Pakete bekommen, wo wir keine Header drinstehen haben, sind das gute Pakete, schlechte Pakete. Ich bin jetzt einfach mal hingegangen und habe gesagt, 50 Pakete pro Sekunde sind halt eben irgendwie noch in Ordnung. Ihr seht aber, ich habe es noch nicht getestet. Ich habe auch keine UDP-Flut irgendwann mal irgendwo bekommen. Es ist erstmal nur grundsätzlich eine Idee. Und man muss halt eben so an allen Regeln irgendwo so ein bisschen schrauben, ne? Und das ist alles. So, da habt ihr jetzt einfach mal alle Regeln gesehen, die für mich sinnvoll waren. Ich habe es ja eben schon erwähnt oder eingangs erwähnt. Auf der Webseite hier steht noch viel mehr, wo ich aber auch gesagt habe, oh, das ist alles nicht unbedingt nötig. Und ganz ehrlich, googelt mal ein bisschen, da findet ihr so viele tolle Ideen. Ne? So, das war ein Video, das war mir wirklich lange Zeit, lag mir das auf dem Herzen und ich glaube, es ist auch super spannend. Ich hoffe, du selber oder ihr konntet irgendwie was bei dem Thema mitnehmen und ihr merkt auch, einen wirklichen Schutz ist es sowieso nicht. DDoS, Fluting und du bist eh tot. Aber trotzdem, wenn zum Beispiel blöde Anfragen kommen, kann man sich vielleicht doch so ein bisschen davor schützen, dass dann doch noch ermöglicht wird, dass normale Anfragen irgendwie durchkommen. Und ansonsten sagen wir mal so rum, wenn man sich vielleicht von der Flut nicht schützen kann, wenn man geflutet wird man geflutet, so ist es halt privat gesehen, ne? Dann hat man wenigstens den Forscher dran gehabt, dass man sehen kann, okay, was für eine Flut habe ich denn abbekommen, womit kam es und vielleicht kann man Rückschlüsse ziehen und daraus irgendwas Besseres basteln oder irgendwie mit Routing was umleiten oder sowas. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Spannend ist das Thema alle Male und damit belassen wir das Ganze jetzt auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, ciao.